Hallo, willkommen zurück bei Fang den Fisch. Da ich leider momentan eine kleine Verletzung habe und an meine Krücken gebunden bin, gestaltet sich es bei mir ein bisschen schwierig mit dem Angeln. Deswegen habe ich entschieden, ich werde euch mal einen kleinen Exkurs zeigen zum Köderbau. Speziell fürs Jerkbait bauen. Und da zeige ich euch jetzt was. Als erstes beginne ich damit, mich zu entscheiden, mit welchem Material ich arbeiten möchte. Fichte ist ein sehr, sehr leichtes Holz, hat sehr, sehr viel Luft drin. Und Buche hat weniger Luft drin, ist ein bisschen schwerer und hat ein sehr, sehr sauberes Bild. Also kaum Einschlüsse, Astlöcher sind ganz, ganz wenige da. Also ein ziemlich schönes Holz. Vorteil bei der Buche ist, die Buche hat weniger Auftrieb als die Fichte, sprich später beim Ausbleiben, dazu komme ich noch, werde ich noch was zu sagen, braucht man weniger Blei für. Das ist schon mal ein Vorteil. Der Vorteil von Fichte ist, es ist sehr, sehr leicht und man kann es sehr gut bearbeiten. Man kann es auch sehr gut schnitzen. Also auch wenn man nicht gutes Werkzeug hat, sondern nur ein Teppichmesser oder ein Schnitzmesser, kann man damit gut Fische bauen. Nachdem man sein Grundmaterial ausgewählt hat, fängt man an, ein Muster zu erstellen. Entweder hat man die Möglichkeit, diese Schablone auszudrucken, wie es hier bei mir der Fall ist, oder man malt sie wirklich händisch. Dazu legt man einfach das Holz darunter und malt sich dann seinen Fisch so, wie er später aussehen möchte. So, ungefähr. Dieser Fisch wird dann jetzt ausgeschnitten. So, und fertig ist die Vorlage. Bei Fichte rate ich, diese Vorlage doppelt zu verwenden, also auf beiden Seiten. Wenn ich schnitze, dann muss ich natürlich beide Seiten gemalt haben und wissen, wo ich hier das Holz abschneiden kann. Wenn ich eine Maschine habe, also zum Beispiel eine Tischbandsäge oder sowas, dann würde ich auch nicht so viel wegschneiden, sondern würde ich mir die beiden Fische, in diesem Falle habe ich sie ausgedruckt und auf dem Computer erstellt, würde ich mir zurechtlegen, dass ich möglichst wenig Verschnitt habe vom Holz. Und dann brauche ich hier auch nur die eine Seite. Im nächsten Schritt würde ich mit einem Marker die Konturen lang gehen auf dem Holz und dann weiß ich genau, wo ich das Holz zu schneiden habe. Dann positioniere ich hier einmal diesen ausgeschnittenen Fisch auf dem Holz und ziehe einmal nach mit dem Filzer. Nicht alles perfekt getroffen, aber das ist nicht so schlimm. Dann habe ich die eine Seite des Fisches jetzt schon mal da. So, jetzt machen wir das gleiche auf der anderen Seite. Jetzt nehme ich so, die Abstände kann man sich nochmal genau ausmessen. Und das gleiche mache ich dann hier auf der Seite auch. Ziehe ich einmal die Konturen nach. Zack. So, die Seite ist mir sogar besser gelungen. Jetzt haben wir auf beiden Seiten den Fisch und können jetzt anfangen zu schneiden.
So, jetzt haben wir hier den ersten Ausschnitt des Fisches und wollen natürlich auch oben eine schöne runde Form bekommen. Deswegen nehmen wir hier noch ein bisschen Material ab. Dafür mache ich jetzt auch mal eine Zeichnung, damit ich genau weiß, wo ich schneiden muss. Ich mache das jetzt frei Hand. Man kann sich das natürlich auch wieder ausdrucken oder per Schablone, wie hier, vorzeichnen und dann nochmal rübermalen. Das ist ratsamer, aber ich bin jetzt einfach mal faul. So, gleiche auf der anderen Seite ungefähr gleich. So, Pi mal Daumen, auf der anderen Seite natürlich das Ganze nochmal. Ich mache ihn vorne ein bisschen dicker, weil beim echten Fisch ist der Kopf ja auch dicker als der hintere Teil und er soll ja möglichst echt aussehen. Hier ist er mir ein bisschen schief geworden, aber das kann ich noch ein bisschen ausbessern. So, okay. So, das alles kommt weg. Und das schneide ich jetzt nochmal weg. Wie ich schon vorhin sagte, das kann man wunderbar auch mit einem Teppichmesser oder mit einem scharfen Schweizer Messer wegschneiden. Bei Fichte ist das super einfach. Ich bin aber faul und mache das mit dem Gerät. So, jetzt habe ich meinen Holzrohling schon mal vorbereitet. Soweit grob zurechtgeschnitten. Und als nächstes, bevor ich ihn wirklich jetzt fein schleife, setze ich die Löcher für die Drillinge. Also erstmal die Löcher, da kommen dann halt die Ösen rein und an die Ösen kommen die Drillinge. Einmal hier hinten, einmal hier und eine vorne. Dazu nehme ich einen kleinen Bohrer. Ich habe jetzt keinen Holzbohrer in der kleinen Größe hier da, deswegen nehme ich den, das funktioniert auch ganz gut. Das macht man so ungefähr 2 cm tief, das reicht vollkommen aus. Einsetze ich hier. Und dann nochmal hinten. Wenn man so wenig Platz hat, ist es ratsam, den Bohrer rückwärts laufen zu lassen, weil er dann nicht so leicht abrutscht. Dann schabt er erstmal so eine kleine Kerbe und die kann man dann nutzen als Vorlage. So, jetzt schalte ich um. So, dann habe ich jetzt vorne, hier und dort Ösen. Im nächsten Schritt werde ich den jetzt erstmal schön fein schleifen. Ich habe hier ein grobes Schleifpapier, um erstmal den groben Anschliff zu machen. Später mache ich das mit etwas feineren Schleifpapier, so ungefähr 600er. Das ist jetzt hier so ein 100er Schleifpapier. Dafür haben wir so ein kleines Hilfsmittel, einen ganz normalen kleinen Holzblock. Den habe ich hier mit einer
Säge, Quatsch, mit einem Schleifer, mit einem Handschleifer, habe ich mir da so einen Halbkreis reingemacht. Und das hilft mir dann später, wenn ich das Schleifpapier reinlege, so eine richtig schöne Rundung bekomme ich dann. Das ist ein ziemlich einfacher, aber effektiver Trick. Und man sieht schon, die Fichte ist ein unheimlich leichtes Holz, ziemlich weich, und schon bei dem kurzen Schleifen habe ich super Ergebnisse. Ich schleife jetzt wirklich alle Ecken ab. So, jetzt habe ich den groben Schliff fertig. Und bevor ich jetzt in den wortwörtlichen Feinschliff gehe, werde ich erstmal 2 Löcher setzen für die Gewichte, für das Blei. Weil es ist ja immer noch ein Jerkbait und der soll ja sinken. Dazu nehme ich einen Forsterbohrer, 1 cm. Der sieht so aus. Ihr könnt aber auch ganz normale Holzbohrer für nehmen. Dazu mache ich eine Bohrung hier vorne und die andere Bohrung kommt hier hinten. Ich verteile das Blei hier vorne und hier hinten, damit der Köder später dann auch diese schönen Schlagbewegungen macht. Enger zusammen, macht er viele kleine Schläge, setze die weiter auseinander, die Löcher, dann macht er große Schläge. Bei Fichte, da komme ich aber gleich dazu noch, müsst ihr ein bisschen mehr Blei nehmen, wie ich anfangs schon sagte. Und zwar, also klar, ihr könnt natürlich den Köder, wenn ihr jetzt die Löcher gebohrt habt, in einen Eimer legen, mit einem Gummiband und das Blei dran heften, und dann könnt ihr auswiegen, wann er anfängt zu sinken. Ihr könnt euch die Mühe aber sparen. Ich habe nämlich da eine kleine Formel mir errechnet. Dazu nehmt ihr 35 geteilt durch 19 mal des Gewichtes des Fichtenrohlings. Und dann habt ihr genau die Gewichtangabe, die ihr braucht. Blei plus Splitringe plus Drillinge, die noch an den Köder müssen. Steht aber auch alles unten in der Beschreibung unter dem Video, auch für Buche. Könnt ihr alles nochmal nachlesen. So, dann setze ich hier meinen ersten. Muss natürlich aufpassen, dass ich nicht zu weit vorne mache, sonst komme ich nämlich in das Loch, was ich gebohrt habe, für die Öse rein. Deswegen setze ich das ungefähr hier so an. Ja. So, erste Loch sitzt, kommt Nummer 2. So, fertig sind beide Löcher. Im nächsten Schritt werde ich jetzt erstmal das Blei hier reinfüllen. Entweder schnippelt ihr euch das rein oder ihr habt vielleicht so einen kleinen Schmelzofen. Dann könnt ihr es direkt reinträufeln, was noch ein bisschen effektiver ist. Das Blei ist drin. Mein Köder hat jetzt 10 Gramm gewogen. Das heißt, ich habe nach meiner Rechnung, für meine Fichtenrechnung, 35 geteilt durch 19 mal 10 würde 18,4 Gramm Blei, Splitringe und Haken ergeben. Da ich weiß, dass meine Splitringe und die Drillinge beide zusammen 2 Gramm wiegen, habe ich jetzt ungefähr 17 Gramm Blei reingetan, vorne und hinten, und da kann ich mir sicher sein, dass der eine schöne Sinkgeschwindigkeit hat. Ich spanne jetzt mal meinen Köder ein und habe hier Feinspachtel, kriegt man auch in jedem Baumarkt, Holzfeinspachtel, und damit mache ich jetzt erstmal die Löcher zu. So, hier müssten wir nur darauf achten, dass keine Mulde entsteht, also ruhig ein bisschen mehr drauf tun. So, das trocknet jetzt.
wie nach den Angaben hier drauf. Und wenn das trocken ist, wird es abgeschliffen und dann geht es weiter. Nachdem der Feinspachtel jetzt getrocknet ist, fange ich an, mit einem feinen Schleifpapier den Spachtel abzuschleifen. Jetzt ist der Feinspachtel abgeschliffen und auch das Holz ist hat nochmal einen Feinschliff bekommen. Als nächstes werden jetzt die Ösen gemacht. Dazu nehme ich diesen 1 mm starken Edelstahldraht. Edelstahl, weil wir wollen ja einen qualitativ hochwertigen Köder haben und auch lange was davon haben. Also dürfen die Ösen natürlich nicht anfangen zu rosten. So, dann biegen wir diesen, sodass eine kleine Öse entsteht. Knipsen die am gleichen Ende ab. So, nun nehmen wir den Akkuschrauber . Drehen das Ding hier rein, halten das mit einer Zange fest und achten darauf, dass die Öse groß genug bleibt und drehen jetzt das Ganze mal ein. So, das reicht schon. Und jetzt haben wir eine schön stabile Öse. So, die schieben wir jetzt hier rein. Gucken natürlich, dass wir um diese Länge gekürzt wird. Perfekte Länge. Zack. Haben wir die erste Öse schon mal fest. Das machen wir mit den anderen auch. Und im nächsten Schritt werden die geklebt. So, alle 3 Ösen sind vorbereitet. Als nächstes werde ich die Ösen mit Epoxid 2 Komponenten Kleber festkleben. Das hält bombenfest. Da gibt es keinen Abriss oder sonst was. Das hält einwandfrei. Ich werde das nicht direkt in die Löcher machen, sondern direkt auf den Stiel der Ösen. Ich habe hier den 5-Minuten-Kleber genommen. Gibt es auch als 1 Minute, aber bei 5 Minuten hat man noch ein bisschen mehr Zeit, das Ganze in einem Gang zu machen und eventuell nochmal zu korrigieren. Ich fange mit der Nase an. Ich schiebe den jetzt hier rein. Und damit ich das gleichmäßig verteilen kann, tue ich den immer wieder rein und raus und drehe ihn dabei ein bisschen. Und dann gebe ich ihm noch ein bisschen Kleber. Das gleiche mache ich mit den beiden hinteren auch. Im nächsten Schritt kriegt unser Fisch einen Epoxidharzanstrich als Grundierung, bevor er dann lackiert wird. Das ist zum einen dafür da, dass das Ganze ordentlich deckt, damit die Farbe ordentlich deckt und damit die Oberfläche auch richtig eben ist. Also wirklich jede Stelle am Fisch auch wirklich mitnehmen. Also muss wirklich alles gut bedeckt sein. Die Epoxidharzschicht, die trocknet jetzt und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Nach 8 bis 10 Stunden ist dann das Epoxidharz verarbeitungsbereit.
Richtig durchhärten tut es in 36 Stunden, aber ich kann jetzt schon mal damit arbeiten. Im nächsten Schritt werde ich die schöne glatte Oberfläche jetzt mit einem 1000er Schleifpapier nass anschleifen, damit später die Farbe, die da drauf kommt, auch gut haften kann. So, nachdem wir jetzt jede Stelle vom Epoxidharz angeraut haben, reinigen wir jetzt erstmal den Köder ordentlich. Das machen wir mit Wasser und anschließend trocknen wir ihn komplett ab. Ihr könnt ihn auch gerne mit Brennspiritus oder Alkohol sonstiger Art reinigen, um 100% sicher zu sein, dass da auch kein Staub ist. Wichtig ist halt nur, dass er ordentlich trocken ist. So, dann geht es jetzt ans Bemalen. Wir können jetzt alle möglichen Farben, Formen raufmalen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, man kann jetzt alles Mögliche bemalen. Ich habe mich jetzt entschieden, hierfür ein einfaches Barschdekor zu nehmen, weil es halt nach meiner Erfahrung super fängig ist. Um den Fisch jetzt noch so ein bisschen echter aussehen zu lassen, habe ich hier so ein Zwiebelnetz rumgemacht und werde jetzt da nochmal den Fisch mit so ein bisschen Schuppenmuster versehen. Zum Schluss setze ich noch ein paar rote Akzente und dann bin ich, denke ich mal, zufrieden. So, Akzente sind gesetzt. Jetzt werde ich oben noch mal ein bisschen den Rücken nachgehen mit Schwarz und dann sind wir fertig. Im nächsten Schritt habe ich den Köder wieder in das Köderkarussell eingespannt. Und bevor ich jetzt noch eine Schicht Epoxidharz drauf mache, mache ich erstmal die Augen ran. Alles klar. Dann kann es losgehen mit dem Epoxidanstrich. Jetzt kommt noch eine Epoxidharzschicht drauf und das genau 3-mal. Hier wieder sicher gehen, dass auch wirklich alles mit Epoxid abgedeckt ist. So sieht er jetzt aus. Schön Glitzer, rote Akzente, so ein kleines Schuppenmuster. Und ich denke, mit dem Barschdekor wird sich schon der ein oder andere Fisch fangen lassen. Das ist er. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps und Tricks zum Selbstbauen für Jerkbaits zeigen. Viel Spaß wünsche ich beim Nachmachen. Übrigens für die Leute, die nicht die Möglichkeit haben oder keine Lust, die selbst zu bauen, aber dennoch welche haben möchten, gibt es die Möglichkeit auf geheimköder.de diese selbstgebauten Jerkbaits und Wobbler zu kaufen. In allen Formen und Farben, sind super fängig, liegt bestimmt auch daran, dass ja, die Fische die noch nicht kennen. Also ich habe da super Erfahrungen mit gemacht. An der Stelle auch ein großes Dankeschön an die Jungs von Geheimköder. Ihr habt mir mich am Anfang noch ein bisschen
geholfen und gezeigt, wie das so alles funktioniert mit dem Köderbau. Dankeschön an der Stelle. Ja, dann viel Erfolg, Spaß beim Angeln und Petri, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, fang den Fisch. Haut rein!